Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück bei What Remains of Edith Finch. Wir haben ja in der letzten Folge herausgefunden, unter Anführungszeichen, was mit Barbara passiert ist. Und ich bin jetzt gerade ein bisschen unschlüssig, was diese ganze Geschichte angeht, weil wir wissen zum Beispiel nicht, was jetzt eigentlich mit Molly ist. Warum ist Molly gestorben? Kommt das noch? Oder ist diese Geschichte von Molly, die wir erlebt haben, eben das mit dem Monster unter dem Bett und dem Hunger, so ein Hinweis darauf, wie ihr wirklicher Tod war? Das kommt mir noch nicht so ganz in den Sinn. Aber vielleicht kommt das noch. Also ich bin jetzt gerade die ganze Zeit schon am Grübeln. Und ja, ich bin echt fasziniert von dem Game. Einfach aufgrund dieser ganzen optischen Spielereien, die sie da eingebracht haben, um die einzelnen Geschichten zu erzählen. Muss ich jetzt wieder durch den Geheimgang raus? Ich vermute mal ja. Aber ich schaue noch ganz kurz, ob ich hier eh nichts verpasst habe. Ich habe das Gefühl eben, dass das ganze Storytelling hier nicht nur über diese Geschichten passiert, sondern eben auch über die ganzen Schmucksachen und über das Art-Design und über die Deko der einzelnen Räume. Deswegen möchte ich mir so viel wie möglich auch ansehen. Ach, das zum Beispiel, sie hat wahrscheinlich als Kellnerin gearbeitet. Sie hat wahrscheinlich dann im Endeffekt, nachdem die Schauspielkarriere vorbei war, nicht mehr viel aus ihrem Leben gemacht. Und dem immer nachgetrauert, was sie wirklich war, als sie Schauspielerin war. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Okay, das stimmt, wir haben ja den Hinweis bekommen, dass da der Schlüssel drin ist. Das heißt, das ist jetzt ein Hinweis darauf gewesen, wie wir in den Keller runterkommen. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Ja, wahrscheinlich hast du dich genug gedreht. Ich muss mal ganz kurz hier das Mikro etwas richten, so. Damit ihr mich auch richtig gut versteht. Wo war denn das nochmal? Das war da. Okay. Weil man hört ja eigentlich automatisch auf zu drehen, sobald das Ding spielt, aber in dem Fall dreht man weiter. Tatsächlich. Das heißt, weil das Comic wurde ja nicht nur einmal veröffentlicht, das wurde wahrscheinlich milliardenfach gedruckt. Und das Geheimnis des Schlüssels hat dann Edie hieß sie, ja genau. Nee, Barbara hat dann das Geheimnis wirklich im Comic versteckt. Und nur wir von der Familie können damit was anfangen, weil wir wissen, dass es diese Musikbox wirklich gibt. Okay. Sieht auf jeden Fall ähnlich aus, oder eigentlich genauso aus wie im Comic. Eine Waschküche. Heißt es, ich komme gleich zum Kühlschrank? Mom said the basement was off limits. Unless I wanted another tetanus shot. Ich werde aufpassen, Mom, ich verspreche Ach ja, ich wollte noch was nachsehen. Wann ist denn meine Mom gestorben? Welche ist da von meiner Mom? Dawn, da. Die wurde auch nicht alt. Die wurde 50. Okay, das ist die Rutsche gewesen. Also ein Modell davon. Der Name Sven. Überall mit Holz. Scheint sein Lieblingswerkstoff. Warum auch nicht, wenn man gerade vom Wald lebt. Und das ist die Tischsäge, auf der angeblich der Vater von Barbara aufgespießt wurde und zersägt. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Okay. Es ist dunkel, hier kann ich Licht machen. Oder ich marschiere einfach durch die Dunkelheit. Da ist der I thought Kühlschrank. maybe she was hiding presents. Vielleicht. Oder Leichenteile. It turned out she was hiding a lot more than that. Es ist ein Kühlschrank mit dem Geheimgang. Das ganze Haus ist konzipiert dazu, dass wir Geheimnisse haben. Das ist unfassbar. Ich sehe nichts. Es ist echt dunkel hier. Ich erinnere mich gerade an die Geschichte mit dem Maulwurfsmann unterm I Haus. remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. Ach so, ein Luftschutzbunker. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. Okay. Wir haben einen Bunker. Hat Walter hier gelebt? Weil hier gerade Walter steht und das Ganze irgendwie so aussieht, als wenn es genutzt wurde. 2005. Der wurde auch nicht sehr alt, auch nur 50. Goodbye, everyone.
I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Okay, sind wir gerade im Krieg? Los geht's. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. Njam, 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 njam. I was Köstlich. expected to be dead tomorrow. Oh Gott, jeden Tag dasselbe. But if you wait long enough, you get used to anything. Tag 4. Zumindest laut Kalender. Wobei ich weiß ja nicht, wie lange ich im vorigen Jahr... Nee, anscheinend gar nichts. Das wären da die Even a Monster. monster Oder? on the other side of the door starts to feel normal. Monster? Almost friendly. Ich mag ja die ganzen Spielereien mit der Schrift, jetzt gerade auch auf der Dose. Das ist so cool. Jeden Tag And verdammte then one day, Pfirsiche. everything just Oh Gott, stopped. jetzt bin ich 2005. So lange habe ich hier unten Whatever gelebt. that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. Jeden Tag Pfirsiche. Köstlich. It's been a week now, the longest in 30 years. Oh Mann. I'm done waiting. Kann ich den Vorhang I have to öffnen? leave. Well, I still can. Wobei, ist das ein Vorhang? Nee, das ist einfach nur ein Fake-Bild draußen, damit ich den Verstand nicht verliere. Nun gut, dann, ich komme hier gar nicht weg. Ah. Okay, es geht noch tiefer runter. Das heißt, der Typ hat 30 Jahre in dem Bunker verbracht. Was zum Teufel? Und hat die Familie nichts gemacht? Haben die das einfach akzeptiert? I know it's out there, somewhere. Redet er von diesen Maulwurfsmenschen oder was meint er? Whatever killed Barbara. And Molly. Was? And Calvin. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Okay. Warte mal, warum sind hier Gleise? Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. Glaube ich dir. Das glaube I ich. don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Wirklich? Das ist ja gemein. Walter, der tut mir voll leid. Mann. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Das ist voll traurig. Ich meine, ich weiß eben nicht, wie wahr das Ganze jetzt ist. I'm sure Genau. my mom was trying to protect me. Okay, ich gehe jetzt auch darunter. Okay. Ich schau ganz kurz noch hier. Hübsch. Und hepp. Und abwärts. Mann, der arme Maybe she was Walter. afraid I'd end up like Walter. Wie verrückt. But if she never told me about an uncle under the house,
I can only imagine what else she was hiding. Mhm. I don't want to make the same mistakes she made. I. Trying to bury something that's still alive. Werde ich jetzt auch überfahren? Now that there's only one of us left. Or maybe two. Falls Milton noch lebt, I meinst thought du, it was oder? time I heard the stories for myself. And found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse. We made it real. Oh Mann. Aber hier ist es ein Auto. Oder ist es jetzt nur ein Symbol für Walter, weil es sein Auto war? Was ist das da vorne? Keine Ahnung. Okay. I don't know if I should even be writing this. Warum sind da oben Stühle? Warum sind überall Stühle in den Bäumen? Keine Ahnung. Maybe it'd be better if all this just died with me. Oh Mann, sei nicht so Depri. Hey, das funktioniert noch immerhin. Solarlampen. Was? Ich habe gerade nicht zugehört. But I thought you should know about your family. Mit wem spricht sie da gerade? Haben wir selbst ein Kind vielleicht? Weil sie das gerade And the irgendwie... history you're a part of. Das klingt sehr stark danach. Eine seltsame Galionsfigur von irgendeinem Schiff. Ist das Schiff, mit dem wir angeblich hier an Land gekommen sind? Odin? Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. Das dahinter, das rote Licht, das... Ich frage mich, was das ist. I think the people in these stories believed them. For what that's worth. Ich schaue ganz kurz nach da hinten, ob da noch irgendwas ist. Okay. Es könnte ja wirklich sein, dass das hier die Anlegestelle ist, mit dem Odin... Also eigentlich nicht Odin, weil Odin ist ja mit seinem Schiff untergegangen, sondern dann sind... Wie hießen die beiden, die ankamen? Auf jeden Fall war Molly dabei. War es Barbara? Nee, ich glaube, es war nicht Barbara. Verdammt, ich hab's vergessen. Wer jetzt da eigentlich ankam mit dem Schiff an dieses Land. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. Mhm. Das Haus ist so geil. Okay, da ist, glaube ich, nichts außer Mülleimer. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. Wir sind schon bei Du mit ihm, mit dem Tod. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Stimmt. Kann ich die Laterne mit? Nee. Okay, das ist der Friedhof. It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. Okay. Das sind die 3 ganzen of the Vögelchen. gerbils are mine, and 2 had been my fault. Ich dachte... Warte, das sind die ganzen Vögel gewesen. Chirpy, Furpy, Burpy und Derpy. Was? Derpy Jr., Charlie, Tucker, Daisy. Lucy war anscheinend ein Hund. Coco, Zoe. Bailey? Ist das ein Hund gewesen? Wer ist das? Keine Ahnung. Schatzi. Shadow, Oliver, Bob, Christopher.
Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Oh Mann. Überall die Zeichen, mit denen man sie in Verbindung bringt. Sven die Säge. Das ist ein Buch. Ist da eine kleine Figur drin? Ach, wie cool. Kann ich jetzt was machen? Ich kann mich umsehen. Das ist voll hübsch. Kann ich bei denen allen was machen? Nee. Okay. Barbara, das Sternchen. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Die ganze Atmosphäre ist schon sehr deprimierend. Irgendwie gibt es da gar keinen einzigen glücklichen Moment bisher. Das sind die drei, die jetzt an Land kamen, mit Molly in der Hand. Ich weiß nur nicht mehr, ob das jetzt... Waren das jetzt Eddie und Walter oder... She could see it poking out of the water at low tide. Edie said she dreamed about the old house every night. Ah, das ist das alte Haus. Das heißt, das stimmt wirklich. Der ist echt mit seinem Haus auf dem Boot davon geschwommen. Dann ist das zumindest wahr. So cool. Oh mein Gott. Und jetzt? Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Sam. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. War anscheinend so ein Künstler. Sanjay Kumar, Louis Finch. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. Ein Baumhaus. Dann wollen wir mal nach oben. Ich bin ja echt gespannt, was es mit Milton auf sich hat. Ich habe gesehen, der ist relativ weit oben. Und, ja klar, weil es mein Bruder ist, aber... But looking back on it now... Er ist relativ weit oben im Baumstamm. If she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Ich bin gerade schwanger? Okay, damit bestätigt sie zumindest, dass wir das gerade wirklich unserem Kind erzählen. Einen neuen Finch. Ein kleiner neuer Finch, den ich da gemacht habe. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Ach, das ist für Vögel, wie süß. They were both pretty intense. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Oder Abzeichen. Fotograf und anscheinend Jäger. Und ist... Warte mal, Sam. Waren das jetzt die 2 Brüder? Die Zwillinge? Nee.
Waren's nicht. Das heißt, der ist auch so ein Military Freak. Ich muss mir das jetzt ansehen. Moment. Wir werden es gleich feststellen. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Das Wetter ist ja scheiße. What? Perfect. Ach echt? Okay. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Wahrscheinlich. Please just take the damn picture. Hey, Okay. language. Ja, junges I will Mädchen. never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. Süß. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. Definitely should not have drunk all that coffee. Hey! Aha. That's a keeper. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Don, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Aber das meine ich eben mit, dass jede Geschichte irgendwie einen eigenen Stil hat. Das finde ich so cool. Jetzt das hier mit den Fotos. Don, don't you think you could find something more interesting to photograph? Okay. Da. Das da, eine Tasse. Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. Ich verschieße jetzt das ganze We Fotomagazin. found an old logging trail. There were deer everywhere. Was könnte ich denn jetzt hier noch I fotografieren? bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Ah, Moment, was ist das? Give me a minute to check the map. Lieber auch nicht das, was er wollte. Moment. Good eyes, Don. Ah, okay. Before you take the shot, let me get a picture of you. Wo ist sie? Dad, I... Just breathe. Turn off your imagination. Focus on your target. Let me get behind you. Do I have to do this? Don, you don't have to do anything. But if you want to survive, you need to be strong. Oh Gott. Great shot, Don! Mann, was für ein gemeines Selfie. Hör auf damit. I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? Dad, it's twitching. I think That's it's totally so- normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Oh fuck. Oh Gott. Hätte sich das auch aufgeklärt. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Es ist so. Warum? Warum so? Warum? Ah, die arme Familie. Sie ist so fies. Da ist der nächste Geheimraum. Ja, Freunde, das heißt, in der nächsten Folge gehen wir einfach weiter durch dieses Haus der toten Geschichten. Und. Oh Gott, ich muss ganz kurz was nachsehen, bevor ich jetzt die Folge beende. Das waren jetzt Sam und Walter. Doch, das waren die beiden, oder? Das war. Ja, klar, ich glaube schon. Er der Military Freak und er der. Waren das die Zwillinge? Muss fast so sein. Oder waren das. Ne, warte mal, das waren Calvin und. Ich bin gerade verwirrt.
Ich komme schon drauf, irgendwie. Das heißt auf jeden Fall, in der nächsten Folge machen wir so weiter. Wir gehen durch das Haus, schauen uns die Geschichten an und werden immer deprimierter. Bis zur nächsten Folge, mein Name ist Tako. Macht's gut.